Finden wir einen Oldtimer, der links einen kürzeren Radstand hat wie rechts. Wenn ihr wissen wollt, um welches Fahrzeug es sich handelt, schön dranbleiben. Klassikwelt Bodensee in Friedrichshafen. Heute Freitag, erster Tag. Ich bin dabei. Wenn ihr wissen wollt, was die Messe sich in diesem Jahr hat einfallen lassen, schön dranbleiben. Allererstes laufen wir in die Halle, wo die ganzen Fahrzeuge zum Privatverkauf stehen. Ich glaube, das interessiert euch auch, was da hier am Bodensee alles zu sehen ist. Das erste spannende Fahrzeug gefunden hier in der Privatverkaufshalle. Das ist die Halle B4 in Friedrichshafen. Das ist ein Mercedes R107, ein 500 SL. Der ist von 86 und hat 105.000 Kilometer runter. Optisch innen wie außen in einem gefälligen Zustand. Liegt bei 55.000 Euro. Jetzt ein absolut seltenes Fahrzeug. Das ist ein NSU, ein RO 80. Der ist von 72. Hat 134.000 Kilometer und drauf auf dem Tacho und hat aber Patina und ist eigentlich zum Restaurieren. Also steht es geschrieben, sieht man dem aber auch an. Also man muss ihn ein bisschen Hand anlegen, dafür kostet er aber auch nur 1.700 Euro. Also wer noch ein Projekt sucht für den nächsten Winter, hier wäre wunderschöner Peugeot 403, der ist von 1960 und steht hier für 14.500 Euro. Und ein absolut nice Feature an dem Fahrzeug ist, der hat Vorhänge an den Seitenfenstern. VW T1, ein Samba Bulli Typ 24. Das Fahrzeug ist von 1956 und steht hier auf der Messe für 121.000 Euro. Ich glaube, dass es nicht ganz so einfach sein wird, den Preis zu erzielen am Ende. VW T3, das ist ein Sonder-Kfz, das ist ein Dealer. Das ist ein Campingausbauer, der das Fahrzeug umgebaut hat. Dieses Fahrzeug ist von 89, hat eine 2,1 Liter Maschine und steht hier für 17,4. Der hat 178.000 Kilometer gelaufen und bei dem Fahrzeug ist diese Außenstruktur im oberen Bereich, also oberhalb des Daches und auch unterhalb des Daches, also im Fensterbereich, das sind alles aufgesetzte GFK-Teile. Ja, muss man für sich entscheiden, ob die Optik einen anspricht. Jetzt habe ich schon mal ein sehr spannendes Fahrzeug gefunden, auch vom Zustand her. Das ist ein Lancia Fulvia Sport, ein 1,3 S. Der ist von 1972 und der steht hier für 43,8. Innen wie außen in einem wirklich schönen Zustand. Ganz toll. Alfa Romeo Spider. Interessantes Fahrzeug. Warum? Erster Hand. Und hat erst 65.000 gelaufen. Hat die 2-Liter-Maschine drin mit 120 PS. Der steht hier, der ist von 1990 und der steht hier zum Preis von 20,5 Verhandlungsbasis. Spannendes Fahrzeug für alle T3-Enthusiasten. Das ist ein Synchro. Der ist von 88, 96 PS-Maschine drin. Der steht hier für 14,9. Das Fahrzeug hat 15 Zoll Reifen, ist foliert in dem Grün. Und ich habe mal gerade hinten unter dem Motor geguckt und da ist augenscheinlich kein Ölfleck. Und der steht hier schon ein paar Stunden. Jetzt was Kleines, auch zum kleinen Preis. Das ist ein Fiat 500, ein Kombi. Der ist von 71 und steht hier für knapp 12.000 Euro. Nächstes kleines Fahrzeug, allerdings mit ein bisschen Handlungsbedarf. Das ist ein Rover, ein Mini Cooper von 94 mit der 1,3 Liter Maschine, 63 PS. Steht hier für 8.100 Euro. Den muss ich euch auch zeigen, weil ich den eigentlich mega schön finde. Das ist ein Toyota Hilux, ein Pickup. Extrem robustes Fahrzeug mit einem 4-Zylinder Dieselmotor. Der hier ist von 97, leider ohne Preis. Aber in einem Top-Zustand. Also den haben sie zwar frisch restauriert und lackiert und so, aber ich finde, da wäre der Preis jetzt echt interessant gewesen. Sorry, kleine Korrektur, der Hilux hat keinen Diesel, sondern einen Benzinmotor.
VW Käfer 1300, Halbautomatik, 3 Vorbesitzer, 48.900 Kilometer, ist von 71, ist seit 2013 abgemeldet, 26,5. Jetzt auch ein Fahrzeug, was eher selten ist und ich auch so auf den Messen in der Form jetzt noch nicht gesehen habe. Das ist eine Corvette C1, die ist von 55. Gemäß Angaben 8.300 Kilometer. Rein optisch würde ich ihr das auch unterschreiben. Mit einem 5,7 Liter Motor mit 146 PS. Und das Fahrzeug ist leider nicht bepreist. Aber trotzdem schön, die ganzen Details, auch mit dem Grill über den Scheinwerfer und hinten die Heckflossen. Also ich finde das Fahrzeug optisch ist es schon sehr, sehr auffällig. Kurze Info, Corvette C1, ich habe den Besitzer nach dem Preis gefragt und das Fahrzeug ist zu erwerben, Verhandlungsbasis 120.000 Euro. Mercedes 126, ein 560 SEC, 29,9. Leider keine Kilometerangabe. Ich gucke mal, ob ich was erhaschen kann innen drin. 184.000 Kilometer gelaufen. Ansonsten blau-schwarz Metallic, schöne Optik. Innen drin Lederausstattung, Vollleder, auch schaut gut aus. Gefälliges Fahrzeug. Ansonsten müsste man sich den natürlich genauer angucken, um zu sehen, ob das preislich alles so gerechtfertigt ist. Opel Kadett, der ist von 67. Der steht hier für 5.800 Euro. Mercedes, ein W111 von 69, ein 280 SE als Cabrio. Der steht hier mit Automatik und Servolenkung. 129.000 Euro. Also optisch macht er einen guten Eindruck, auch was die Lackierung angeht, was die Innenausstattung angeht. Da kann man nichts sagen. Da passt das, was man bisher sieht, auf jeden Fall zum Preis. Man müsste natürlich jetzt noch die Technik sich mal genauer anschauen, auch wissen, was ist motorseitig und getriebeseitig passiert. Aber das, was man auch sehen kann von der Innenausstattung her, ist das handwerklich gut gemacht. Ja, ich will aber trotzdem fast vermuten, dass das nicht ganz einfach wird, das Fahrzeug hier zu veräußern. Aber wir lassen uns überraschen. Fahren tun sich diese Fahrzeuge natürlich sehr schön, also auch wenn die von 1969 sind. Also technisch sind die schon sehr, sehr gut. Und hier haben wir natürlich ein viersitziges Cabrio. Das gibt's ja auch nicht allzu oft. Ein Karmann Ghia aus 75, der steht hier mit Angabe TÜV Deutschland oder Österreich machbar für 17.000 Euro. Jetzt kommt schon fast ein besonderer Youngtimer, besonders deswegen, weil der erst 43.000 Kilometer runter hat und zumindest meiner Meinung nach für relativ kleines Geld zu haben ist. Das ist ein Schweizer Fahrzeug, der steht hier auch ausgewiesen mit Schweizer Franken. Da müsste man natürlich nochmal prüfen, was mit Einfuhr und Zoll und so weiter da noch on top kommt, das weiß ich nicht. Der ist Baujahr 2000, ein Opel Omega, 3 Liter mit Vollausstattung, so steht es geschrieben. Also es gibt nichts mehr, was man hätte noch dazu bestellen können und 6.000 Franken. Also das finde ich jetzt mal ungeachtet der Prüfung, was da jetzt noch on top käme, finde ich das aber für den Zustand, der ist in Silber und der Lack perfekt, die Innenausstattung sowieso, neuwertig schaut's aus, Automatikgetriebe und, das ist klar, hat er alles, dann eine Bose Soundsystem und also alles das, was damals wahrscheinlich extrem teuer war, ist in diesem Fahrzeug drin. Und es ist eine viertürige Limousine, absolut alltagstauglich, Daily Driver. Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit das Probleme gibt mit der Ersatzteilversorgung, aber ich könnte mir vorstellen, da ja noch ein paar Stück davon auf der Straße sind, dass es da durchaus keine großen Themen gibt. Welche, außer ihr wisst es, was da so nicht gibt, dann bitte rein in die Kommentare. Aber das finde ich jetzt mal hier für die Messe ein absolut fairer Preis. Das ist eine DS19 von 1970, die steht hier für 18,2. Porsche 911, ein G-Modell, 3,2, der ist von 86, ist ein US-Modell mit 89.000 Kilometer, so steht es geschrieben, mit Schiebedach. Und steht hier für 69.000 Euro.
Ferrari 348 TS, der steht hier mit 80.000 Kilometer für 84.900 Euro und der ist Baujahr 1993. Und natürlich jedem Ferrari-Enthusiasten ist sofort aufgefallen, dass dieses Fahrzeug nicht auf den Original 348 TS-Felgen steht, sondern auf den Ferrari 360er Felgen. Das Fahrzeug wird angetrieben von einem 3,4 Liter V8 mit 300 PS und hat ein Tagerdach. Es ist ein mega seltenes Fahrzeug, das ist ein Peugeot 504 mit einem 2,7 Liter V6 Motor mit 118.000 Kilometer, 3 Vorbesitzer. Baujahr 1976, 34,9. Mercedes 124, ein Cabriolet, das ist ein 300er. Der ist von 1992, hat 200.000 Kilometer gelaufen, soll 23.000 Euro kosten. Mit Automatik und Lederausstattung und Klimaanlage. Das ist auch ein interessantes Fahrzeug. Warum? Weil der einen unzerstörbaren 2,5 Liter Diesel 5-Zylinder-Motor von Mercedes hat. Mit nur 90 PS, also kein Turbo und auch sonst kein Schnickschnack. Der hat nicht mal eine Klimaanlage, aber er hat schon Automatikgetriebe. Ist, so wie es ausschaut, in einem Erstlack mit 100.000 Kilometer, mit einer sauberen Innenausstattung, dass nichts zerstört, verdreckt oder wie auch immer. Auch die Türverkleidung soweit bis auf einer Tür, aber ansonsten schaut das sehr, sehr gut aus. Ja, schönes Fahrzeug zu einem gefälligen Preis. Ich meine, der war bei 16.900 Verhandlungsbasis, genau. Aber da geht sicherlich noch was. Von daher, ja, interessantes Fahrzeug. Wer einen guten Daily Driver sucht und einen Einstieg Richtung Oldtimer, hier ist er. So, der nächste 124er, das ist ein Mercedes 230e mit 200.000 Kilometer knapp. Der hat die 2,3 Liter Maschine drinne mit 132 PS. Automatikgetriebe, auch ohne Klima, steht hier für 3.900 Euro. Wenn ich mich zwischen diesen zwei Fahrzeugen entscheiden müsste, dann würde ich zu dem Diesel greifen, weil der deutlich langlebiger ist. Fiat 500 von 68 in einem traumhaften Zustand mit einem Effektlack, so will ich das mal bezeichnen, den es da nicht gab bei dem Fahrzeug damals zur Auslieferung. Den hat sich einer komplett liebevoll innen wie außen, komplett liebevoll aufgebaut und restauriert. Und er steht hier für 24,9. Da muss man natürlich jetzt, klar kann man das zu dem Geld nicht selber machen, aber man muss halt jemanden finden, der genau das so auch liebt. Ja. Noch kein Oldtimer und auch noch kein Youngtimer, aber die nächste Generation, Porsche 997 2, das ist ein 4S, der steht hier vom Baujahr 2010 mit 140.000 Kilometer für 59,9. Der hat PDK-Getriebe und kein Schiebedach. Sonst steht er optisch in einem guten Zustand da. Müsste man sich Service-Historie und so angucken, aber ich finde jetzt so für den ersten Blick jetzt das nicht überteuert. Rover Defender TD5, der ist von 2006 mit 88.000 Kilometer. Unterboden ist eisgestrahlt, obenrum schaut er auch sehr, sehr gut aus. Hat eine neue Kupplung gekriegt und steht hier für 39,8. Die sind auch, zumindest was die Technik angeht, unverwüstlich. Ansonsten haben sie natürlich im Aufbaubereich durch das Aluminium die ein oder andere empfindliche Stelle, wo es auf jeden Fall erforderlich ist, dass man mal ein bisschen genauer hinguckt. Auch natürlich am Unterboden gibt es ein paar Stellen, die man sich genauer angucken muss. Und dann ganz, ganz wichtig bei diesem Fahrzeug auf jeden Fall, natürlich bei jedem, aber bei dem noch mehr, konservieren, bevor man spazieren fährt. Alfa Romeo, ein GT 1300, das ist ein Junior von 1970, 36.000 Euro. Mercedes 124, ein 220e Cabrio, der ist von 93, erste Hand, unfallfrei und im Erstlack, hat 120.000 Kilometer gelaufen oder ein klein wenig drüber und steht hier für 24,9 mit Automatik und Lederausstattung. Schöne Farbe, also überhaupt die Farbkombi finde ich schön mit dem Schwarz und mit dem Rot Metallic. Gerade der 124 und das Cabrio mit der richtigen Motorisierung sind schon im Preis gestiegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch noch weiter steigen werden, weil das ein gefälliges Fahrzeug ist, auch ein viersitziges Cabrio
Und Zuverlässigkeit ist natürlich auch gegeben und die Ersatzteilversorgung bei dem Fahrzeug ist auch nicht schlecht. Spannender Youngtimer, ein Audi R8, ein 4,2 V8 von 2007 mit nur 34.000 Kilometer für 58.850 €. Mercedes, ein SL 350 ohne ABC-Fahrwerk von 2004. Der ist Mehrwertsteuer ausweisbar für 17.900. Circa hat eine Originallaufleistung von 117.000 Kilometer. Das Fahrzeug gibt's deutschlandweit. Kein zweites Mal. Jetzt denkt ihr auch, hat der einen Knall? Ja, der hat einen Knall. Der hat nur 558 Kilometer runter. Der ist quasi neuwertig, ist von Baujahr 2000 und kostet 16.490 €. Ich glaube, das liegt über dem Neuwert. Ich glaube, der hat damals nicht so viel gekostet. So, jetzt sind wir mit der Halle der Privatverkäufe mal so weit durch. Aber ich habe euch ja was versprochen. Finden wir das Fahrzeug mit unterschiedlichen Radständen, links und rechts. Ich habe ihn gefunden. Genau, das ist er, der R4. Der hat aufgrund der Konstruktion und der notwendigen Drehstabfederung einen unterschiedlichen Radstand und zwar nicht ganz unerheblich. Eigentlich müsste das Fahrzeug fast im Kreis fahren. Ja. Der hat auf der linken Seite einen 5 cm kürzeren Radstand wie auf der rechten Seite. Wer von euch hat das gewusst? So, und jetzt werde ich mal gemütlich über die Messe schlendern und schauen, was ich für euch so an Kuriosen und Interessanten noch finden kann. Ich glaube, da gibt es einiges. Genau. Auch kurios und spannend eine Vespa, eine PX 200e. Die steht hier mitten im Beiwagen und der aufgerufene Preis sind 13.800 €. Jetzt habe ich was gefunden. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist schon mega witzig. Das ist ein Hanomag von 1925 mit einem 500 Kubikzentimeter Motor, ein 2-1. Und in dieser Variante, so wie er hier steht, wurde der bei einem Rennen, Klausenpassrennen 1927 eingesetzt. Ein Bastkorb. Allein schon die Arbeit, das Ding so zu stricken, das ist ja unglaublich. Ich habe das noch nie gesehen. Also da geht Polieren und Waschen leider nicht. Ja. Aber es ist halt mega leicht. Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, das so machen zu wollen und damit dann den Mut haben, so zu fahren. Krass. Kanntet ihr das? Ich nicht. Das sind natürlich Mega-Finde. Die haben hier im Innenbereich zwischen allen Hallen einen großen Hof. Und da dürfen alle, die die Fahrzeuge haben, älter 30 Jahre, mit diesen Fahrzeugen in die Messe reinfahren. Und heute Morgen, mit Beginn der Messe, hat es geregnet, den ganzen Vormittag. Und auch heute Morgen schon, mit Beginn der Messe, waren die Parkplätze hier innen drin alle voll und belegt. Das finde ich cool. Das ist jetzt auch ein spannender Fund. Das ist ein Scirocco 1, ein GT. Der wurde 1978 ausgeliefert. Und von dem ersten Besitzer, was völlig unverständlich ist, warum, aber keiner kennt die genaue Geschichte, im Garten bei dem einfach abgestellt. Er ist den nicht mehr gefahren, mit nur 60.000 Kilometer auf dem Tacho und wurde dann vor circa 8 Monaten dort geborgen. Und was ist eure Meinung? Soll man den restaurieren oder besser nicht? Hier wieder was Kurioses, ein Ford Capri. Der ist Baujahr 1980 und wurde von Ernst Wolf umgebaut mit Flügeltüren. Dann hat er noch einen Turbo-Umbau erhalten und hat jetzt circa, das sind 2,8 Liter und hat jetzt circa 300 PS. Und es ist nur bekannt, dass es vermutlich
one of one ist. Also es gibt kein bekanntes zweites Fahrzeug in der Form mit Flügeltüren. Jetzt die Frage an euch. Cool oder uncool? Ich finde ihn cool. Dann gibt es hier um die Messe eine richtige kleine Rundstrecke und einige Rallye-Fahrzeuge sind natürlich auch hier und die zeigen auf der Strecke, was sie so alles können, wie ihr hört. Also da ist schon Rambazamba. Hier sind auch zwei spannende Fahrzeuge, Renault Alpine. Das sind A110, allerdings sind die hier ein bisschen weg von dem normalen Straßenfahrzeug. Das sind hier reine Rennfahrzeuge. Aber auch zu den normalen Fahrzeugen gibt es eine ganz spannende Geschichte, weil der damalige Erbauer dieser Fahrzeuge, der hat die Idee gehabt, weil er gerne Bergrennen gefahren ist oder überhaupt in den Bergen gelebt hat, brauchte er ein Fahrzeug, womit er schnell ist und was nicht unbedingt viel Leistung hat, sondern einfach, wo das Leistungsgewicht besser passt. Also das Fahrzeug deutlich leichter machen und dann kam er auf die Idee, diese Karosserien aus GFK zu bauen und den Rest unten aus entsprechendes Chassis aus Stahlblech. Der hat das alles auf Renault-Teile aufgebaut. Da war also im Anfang ein Vierzylinder drin mit gar nicht so viel PS. Die fingen mit ganz wenig PS an und das ging nachher in der höchsten Ausbaustufe bis maximal 140 PS. Aber die haben halt nur zwischen 600 und 700 Kilo gewogen, diese Fahrzeuge, und damit waren sie extrem schnell. Der wurde dann lange Zeit belächelt für diese Idee, aber das Lächeln hat dann aufgehört in dem Moment, wo sie 1971 mit dem Renault Alpine die Rallye Monte Carlo gewonnen haben und dann kurze Zeit später, 1973, Rallye-Weltmeister geworden sind. Und der Name seiner Firma, nämlich Alpine, kam daher, weil er in den Bergen gelebt hat und damit sich verbunden gefühlt hat. Das war mehr oder minder die Geschichte zu dem Namen. Und dann anschließend hat er diese Firma dann an Renault verkauft. So, interessanterweise steht hier auch schon der Nachfolger von dem 110, das ist der 310. Der ist dann allerdings unter der Regie von Renault entstanden. Die haben dann mehr oder minder nicht mehr so viel Wert gelegt auf das Leistungsgewicht, weil der hat schon einen V6-Motor drin. Allerdings steht hier natürlich auch die Rennversion. Also die Straßenversion schaut nochmal anders aus, aber auch da finde ich natürlich die Form ansprechend. Aber es war noch nicht der letzte Renault Alpine. Da gibt es noch andere danach. Mal gucken, ob ich hier noch den einen oder anderen davon finde. BMW M1, jetzt haben wir hier natürlich ein absolutes Rennfahrzeug, aber kennt ihr auch die Geschichte hinter dem BMW M1 als Straßenversion? BMW hatte die Idee, einen Rennwagen zu bauen, nur nicht die Kapazität, das zu tun. Und dann kam man auf die Idee, das mit Lamborghini zusammen zu machen. Dann haben sie den M1 mit Lamborghini zusammen entwickelt und wie es dann in die Fertigung gehen sollte, ist Lamborghini aus finanziellen Gründen ausgestiegen. Und dann hat BMW das Thema in Eigenregie weitergeführt und alle Baugruppen, die in irgendeiner Weise an diesem Fahrzeug sind, wurden dann in unterschiedlichen Werkstätten bei unterschiedlichen Herstellern dann produziert. Und wisst ihr, wer die Endmontage übernommen hat von diesem BMW M1? Kennt ihr auch alle. Zumindest die BMW-Enthusiasten. Die Firma Bauer, die auch den E30 als Cabriolet zum Beispiel gebaut hat. Es gibt viele spannende Geschichten hinter verschiedensten Fahrzeugen. Ich suche weiter und alles, was ich so finde, gehört auch euch. So, das war die Klassikwelt Bodensee 2026. Ich finde diese Messe immer wieder schön. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, so wie auf jeder Messe für mich. Ich bin auch auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei. Und nach dem Video ist vorm Video. Bleibt schön rostfrei, euer Sven.